Kolloidales Gold kann aufgrund seiner elektrischen und magnetischen Felder energetische Blockaden lösen. Für unseren Körper, Geist und Seele bedeutet dies spürbare Lebensenergie, körperliche Kraft, einen klaren Geist sowie seelische und körperliche Reinigung durch die Wiederherstellung einer höheren Schwingung in unserem ganzen Energiesystem. Die übergreifende, ganzheitliche Wirkung des Goldes auf unsere energetischen Systeme sind besonders in Zeiten von Stress, Überbelastung und Energiemangel von unschätzbarem Wert. Wenn du wissen willst, wie du die unglaublichen Vorteile von kolloidalem Gold für dich nutzen kannst, bleib dran! Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich euch erst einmal einen Auszug aus den vielfältigen Eigenschaften und Wirkungen von kolloidalem Gold vorstellen. Gold reguliert nervöse Beschwerden und gleicht Stimmungsschwankungen aus. Es reduziert Ängste und Stressreaktionen. Gold wirkt stimmungsaufhellend. Die Lebensfreude wird gestärkt. Gold stärkt die mentalen Fähigkeiten und die Intelligenz, bringt Lebensenergie, körperliche Lebenskraft und Vitalität zurück. Stärkung der Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen, besonders im Gehirn. Gold erhöht das Konzentrations- und Erinnerungsvermögen, verbessert motorische Fähigkeiten. Gold aktiviert die Drüsen, insbesondere die Zirbeldrüse, reguliert die Drüsentätigkeit, insbesondere Schilddrüse oder Prostata, unterstützt und reguliert die Verdauungsleistung, wirkt regulierend auf den Blutdruck, gleicht Herzrhythmusstörungen aus, hilft bei Menstruationsbeschwerden und Wechseljahren, Hitzewallungen, stärkt die Sexualorgane und die Libido, Ausgleich und Stärkung des Nervensystems, kräftigt das Bindegewebe und regt die Kollagenbildung an, unterstützt die Haut bei Hauterkrankungen, positive regulierende Wirkung bei ADHS, ADD und anderen Hyperaktivitätsstörungen, reguliert Gleichgewichtsstörungen, unterstützend bei Migräne und Kopfschmerzen, positive Beeinflussung bei Alzheimer, Epilepsie, Multiple Sklerose oder Schlaganfällen, Regulierung des Körpergewichtes bei Fettleibigkeit, unterstützt die Entwöhnung bei Suchtproblemen wie Alkohol oder Rauchen und positive Wirkung bei Arthritis und rheumatoiden Erkrankungen. Gold wurde früher auch erfolgreich gegen rheumatoide Arthritis eingesetzt. Unter Anwendung der damals injizierten Goldsalzlösung traten jedoch häufig zum Teil schwere Nebenwirkungen auf, weswegen diese Therapieoption heute als überholt gilt. Kolloidales Gold wird dagegen oral eingenommen und die Menge an Gold ist vergleichsweise gering. 2009 wurde eine Studie veröffentlicht, in der gezeigt werden konnte, dass reines kolloidales Gold eine nebenwirkungsfreie, schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung bei rheumatoider Arthritis hat. Bei den Testpersonen nahm die Beweglichkeit der Gelenke deutlich zu, Schwellungen gingen zurück, Erschöpfungszustände und schnelle Ermüdbarkeit ließen nach. Bereits nach einer Woche Einnahme spürten die Studienteilnehmer, dass sie alle Arten von Tätigkeiten besser ausführen konnten. Schönere Haut und elastisches Bindegewebe. Als Glykation wird die chemische Reaktion bezeichnet, bei der Kohlenhydrate ohne Enzymbeteiligung an Proteine oder Lipide gekoppelt werden. Das längerfristige Ergebnis fortschreitender Glykation sind Advanced Glycation End Products, kurz AGEs, die sich ablagern und zu schlechterer Gewebeelastizität führen. Die AGEs können zu frühzeitiger Hautalterung führen oder in den Blutgefäßen die Entwicklung von Arteriosklerose begünstigen. AGEs triggern entzündliche Prozesse, fördern oxidativen Stress und degenerative Prozesse in verschiedenen Geweben. Kolloidales Gold wirkt der Glykation entgegen. Langzeituntersuchungen zeigen eine deutliche Verringerung der Abstände zwischen den Gewebefasern. Weitere Anwenderbeobachtungen?
Zu den zahlreichen Befindlichkeitsstörungen, die kolloidales Gold positiv beeinflussen kann, zählt laut Berichten von Anwendern außerdem Beschwerden, die durch Stress ausgelöst werden, sowie Potenzprobleme und eine verminderte Libido. Bei längerer Einnahme scheint es als Aphrodisiakum zu fungieren. Depressiven und stressgeplagten Menschen schenkt kolloidales Gold einen aufmunternden Sonnenstrahl. Nach einigen Tagen bis Wochen Einnahme fühlen sich viele Menschen ausgeglichener, schlafen tiefer und erholsamer. Beobachtet wurden eine verbesserte Sehfähigkeit, Normalisierung des Körpergewichts, ein stabileres Gangbild bei Gleichgewichtsstörungen und ein allgemein empfundener Verjüngungseffekt. Eine Pilotstudie konnte zeigen, dass Menschen auch geistig agiler werden und bewusster wahrnehmen, wenn sie kolloidales Gold verabreicht bekommen. Aber wie kann ein einziges Mittel so viele Wirkungen haben und damit so viele unterschiedliche Beschwerden und Erkrankungen lindern? Durch den atomaren Aufbau des Goldes und der daraus folgenden elektrischen Eigenschaften, besonders in flüssiger bzw. kolloidaler Form, kann das Gold im Körper eine besonders große Anzahl an Aufgaben erfüllen. Dabei geht es vor allem um das gesunde Zusammenspiel, das ganzheitliche Funktionieren von Körper, Geist und Seele. Dies erfolgt durch den reibungslosen Informationsfluss an Elektronen im ganzen Körper, in jeder Zelle. Durch die elektrischen Fähigkeiten der geladenen Teilchen gelangt das kolloidale Gold an die Körperstellen, wo es gerade zur Wiederherstellung benötigt wird. Aus der traditionellen chinesischen Medizin kennen wir die Wichtigkeit des freien Energieflusses im Körper. Denn alle Erkrankungen und Beschwerden sind Blockaden im Energiefluss des Körpers. Der Organismus gerät aus dem Gleichgewicht und wird krank. Durch das Auflösen der Blockaden wird der Körper wieder in Balance gebracht und der Selbstheilungsprozess kann eintreten. Aber schauen wir uns das genauer an. Goldmedizin hat Heiler und Ärzte über Jahrtausende hinweg fasziniert. In den traditionellen Heilsystemen der TCM, des Ayurveda und in Tibet sowie bei den Maya und Azteken galten Goldarzneien als herausragende Mittel. Hildegard von Bingen und Paracelsus nutzten Gold bei verschiedenen Erkrankungen zur Stärkung sowie als Mittel zur Verjüngung und Langlebigkeit. Die ältesten Aufzeichnungen über die medizinischen Verwendungen von Gold stammen aus dem alten Ägypten vor über 5000 Jahren. Die Ägypter nahmen damals das Gold ein, um sich körperlich, geistig und seelisch-spirituell zu reinigen. Gold ist so viel mehr als nur Schmuck, Münzen oder stabile Wertanlage. Das Edelmetall Gold kommt in der Natur und als Spurenelement im menschlichen Körper ganz natürlich vor. Wer es in geeigneter Form anwendet, fügt also dem Vorhandenen nur etwas hinzu. Als Kolloid hat Gold Eigenschaften, die ihm eine herausragende Wirkkraft verleihen. So kann es in jeder Form jeden Bereich des Körpers erreichen, selbst das Gehirn, das wegen der Blut-Hirn-Schranke nur für wenige Vitalstoffe zugänglich ist. Es kann Proteinstrukturen und Nukleinsäuren binden und mit Wirkstoffen beladen werden, sodass diese direkt am Ort des Geschehens Effekte entfalten können. Goldarzneien umfassen ein breites Repertoire. So ist Gold zum Beispiel wichtig in der Homöopathie. Aurum metallicum ist ein zentrales Mittel in Bezug zum Herz-Kreislauf- und Nervensystem, wie auch zu Depressionen. Aber auch kolloidales Gold wurde in der Medizingeschichte besonders häufig angewendet. Heute setzt man Gold zudem im Rahmen spezieller diagnostischer Verfahren und in der Krebstherapie ein. Aber was sind eigentlich Kolloide? Kolloide sind allgegenwärtig in der Natur. Es sind in einem Medium fein verteilte Bläschen, Tröpfchen und Partikel im Nano- oder Mikrometerbereich. Sie begegnen uns in gasförmigen Aerosolen, zum Beispiel Rauch oder Nebel, porösen Feststoffen, zum Beispiel Mineralerde, wie auch in flüssigen Emulsionen, zum Beispiel Milch. Im Körper zählen Blut und Lymphflüssigkeit zu den kolloidalen Lösungen.
Kolloide spielen also auch im Rahmen des normalen Stoffwechselgeschehens eine ganz natürliche Rolle. Die elektrisch geladenen Kolloidteilchen entfalten bei einem Zusammenprall keinen mechanischen Effekt aufeinander. In einer reinen Lösung stoßen sie sich aufgrund ihrer gleichen Ladung ab. Sie schweben im Medium, im Fall von Goldwasser etwa 3 bis 4 Monate nach dessen Herstellung, gewährleisten im Vergleich zu dessen Volumen eine große Grenzfläche, somit eine hohe Bindungskapazität. Kolloide können im Körper umso besser aufgenommen werden, je kleiner die einzelnen Partikel sind. Selbst bei der Resorptionsstörung funktioniert dies. Die Teilchen sind sowohl in der Lage, einen Mangel auszugleichen, als auch einen Überschuss belastender Stoffe, zum Beispiel Schwermetalle, auszuleiten. Sie wirken schnell und bereits in geringen Mengen. Bei kolloidalem Gold sollte lediglich die Relation von Goldangaben und den Verhältnissen im Körper gewahrt bleiben. Ansonsten ist die Anwendung sicher. Allgemein können die Partikel die kolloidalen Eigenschaften der Körperflüssigkeiten verbessern, den Gewebestoffwechsel unterstützen und die Informationsübertragung zwischen den Zellen beeinflussen, sodass der gesamte Organismus in wenigen Tagen bis Wochen aktiviert wird und Anwender sich lebendiger und kraftvoller fühlen. Wenn in den Mitochondrien Energie produziert wird, fallen Stoffwechselabfallprodukte in den Zellen an, darunter auch reaktive Sauerstoffteilchen, die freien Radikale. Diese entstehen auch durch Erkrankungen, Stress und Umwelteinflüsse. Die täglich produzierten freien Radikale müssen neutralisiert werden, da sie sonst zerstörerische Effekte auf die Strukturen der Zelle haben. Die unterschiedlichen Symptome, Erkrankungen und chronische Leiden nach sich ziehen. Dieser bedrohliche Zustand wird als oxidativer Stress bezeichnet und kann durch kolloidales Gold positiv beeinflusst werden, da es 2 kraftvolle Radikalfänger stimuliert: SOD, Superoxiddismutase, und Glutation. Das Tripeptid Glutation ist in fast allen Zellen in hoher Konzentration enthalten. Glutation ist an entscheidenden Stoffwechselvorgängen beteiligt. Es stärkt das Immunsystem, hemmt Entzündungen, steuert Zellentgiftungsreaktionen und Coenzymfunktionen und unterstützt die Reparatur von DNA-Schäden. Glutation schützt und baut die Darmschleimhaut auf und ist besonders wichtig für die Leber, die als eines der Körperentgiftungszentren von allen Organen die höchste Konzentration aufweist. Als starkes Antioxidant neutralisiert es die Wirkung freier Radikale und bewahrt den Organismus vor degenerativen Erkrankungen. Ein langes Leben ist unabdingbar mit gesunden Zellen verbunden. Das Enzym Superoxiddismutase SOD schützt Zellen in besonderem Maße, da es Superoxide unschädlich macht. Die häufigsten und gefährlichsten Sauerstoffradikale. Viele Zivilisationskrankheiten, zum Beispiel Diabetes Typ 2, degenerative Herz- und Kreislauferkrankungen, Gicht, bestimmte Formen von Krebs und Allergien, Alzheimer und so weiter, werden mit einem mangelnden Abbau von freien Radikalen in Zusammenhang gebracht. Durch Krankheiten werden ebenfalls große Mengen freien Radikale erzeugt, wodurch sich der Bedarf an SOD erhöht. Oft mehr, als der Körper selbst herstellen kann. So haben Diabetiker einen erhöhten Bedarf an SOD, das Folgeschäden ihrer Erkrankung vorbeugen kann. Auch bei Arthritis bzw. Arthrose braucht der Körper mehr SOD. In einer Studie mit Patienten, die an Arthritis bzw. Arthrose leiden, wurde festgestellt, dass durch SOD Schmerzen, Schwellungen und Entzündungen gelindert werden konnten. Goldkolloide beeinflussen die Bildung des kraftvollen Radikalfängers SOD und verändern dessen Expressionsmuster in verschiedenen Geweben. Wie wird kolloidales Gold hergestellt? Im Herstellungsprozess werden kolloidale Goldteilchen mit Hilfe eines Generators elektrolytisch von nahezu reinen Goldeinheiten abgespalten und in destilliertem Wasser gelöst. Hervorzuheben ist vor allem die elektrische Ladung der Partikel, welche dafür sorgt, dass die Teilchen in der Lösung nicht absinken, sondern dank der Brownschen
Molekularbewegung in einem Schwebezustand verweilen, da sie sich gegenseitig abstoßen. Nur so kann das Gold seine Wirkung entfalten. Kolloidales Gold wirkt schon in kleinsten Mengen. Die Konzentration der Flüssigkeit, in der die Goldpartikel enthalten sind, wird in ppm angegeben. Parts per Million gleich Anteile pro Million. Kolloidales Gold ist in Konzentrationen von 1, 5, 10, 20, 30 und sogar mehr ppm erhältlich und kann mit einem entsprechenden Gerät auch selbst hergestellt werden. Es gibt keine festen Empfehlungen, welche Konzentration in welchem Fall gewählt werden soll. Es sollte daher im Vorfeld eine fachliche Beratung seitens eines Therapeuten erfolgen. Ein guter Wert, auch für die langfristige Einnahme, sind etwa 5 ppm. Die übliche Dosis für einen Erwachsenen sind 1 bis 2 Teelöffel pro Tag. Das sind ungefähr 10 bis 20 Milliliter. Für Kinder 1 Teelöffel. Die Einnahme erfolgt am besten vor dem Frühstück, ca. 30 Minuten vorher, auf den leeren Magen. Dafür soll das Goldwasser unter die Zunge genommen und erst nach 1 bis 2 Minuten geschluckt werden. So können die Kolloide schon über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Verwendet werden sollten Plastik- oder Holzlöffel oder ein Schnapsglas, keinesfalls ein Löffel aus Metall, da dieser die Ladung beeinträchtigen kann. Eine erste Wirkung kann sehr schnell spürbar sein. In der Regel dauert es eine Weile, bis sie sich voll entfaltet. Du erkennst die Wirkung daran, dass es dir leichter fällt, dich zu konzentrieren. Die geistige Klarheit nimmt zu, ebenso Leistungsfähigkeit, Vitalität und Lebensfreude. Symptome lassen nach oder verschwinden. Hast du schon einmal kolloidales Gold verwendet? Falls ja, für welche Beschwerden und welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib mir gerne in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Ihr Lieben, auf eure Mithilfe kommt es an, um so vielen wie möglich helfen zu können und von YouTube überhaupt ausgespielt zu werden, zählt jeder Kommentar, jeder Daumen nach oben und jedes Abo. Ein Abo ist für euch absolut kostenfrei. Meinen Herzensdank an euch und vergiss nie, du bist geliebt.